Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Reihe. Heute fassen wir alles zusammen und geben dir praktische Werkzeuge an die Hand, die dich im Alltag unterstützen. Außerdem erfährst du, wie das Fraktal-Kaleidoskop-Video als Bonus deine innere Ruhe noch einmal auf eine ganz besondere Weise fördern kann. Ein Fraktal-Kaleidoskop-Video bietet faszinierende, sich wiederholende Muster und Farben, die an ein sich drehendes Kaleidoskop erinnern. Solche visuellen Fraktalmuster können äußerst beruhigend auf das Nervensystem wirken. Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass diese Betrachtung natürlicher Fraktalformen den Stresspegel signifikant senken kann. In einem Versuch um bis zu 60%. Die hypnotischen Bilder im Video kombiniert mit einer sanften Musik oder angeleiteten Worten fördern einen meditativen Zustand. Wenn du dich auf die immer wiederkehrenden Formen konzentrierst, gleitet dein Geist allmählich in eine wach entspannte Phase, ähnlich wie bei einer Traumreise. In diesem Zustand werden Stresshormone reduziert und dein Körper kann von Alarm auf Entspannung schalten, was besonders für einen gereizten Darm wohltuend ist. Dieses spezielle Fraktal-Kaleidoskop-Video, welches wir bereits mit Folge 3 veröffentlicht haben, wurde entwickelt, um genau diesen Effekt für Menschen mit Reizdarm zu nutzen. Es führt dich in eine tiefe Entspannung, bei der du dir vorstellst, wie dein Bauch und Geist zur Ruhe kommen. Durch das Eintauchen in die bunten symmetrischen Muster fällt es leichter, störende Gedanken loszulassen und das Bauchgefühl positiv zu beeinflussen. Du kannst das Video beispielsweise abends oder in stressigen Momenten einsetzen, um dein Bauchhirn, also die Verbindung zwischen Geist und Verdauung, zu beruhigen. Wichtig ist es, regelmäßig und in Ruhe anzuschauen, damit sich die wohltuende Wirkung mit der Zeit verstärkt. Den Link zum Fraktal-Kaleidoskop-Video findest du in allen Videobeschreibungen dieser Videoreihe und auch über unsere Webseite www.neovara-coach.de unter dem Menüpunkt Wegbegleiter Videos. Mach es dir bequem, klick auf den Link und lass die Farben und Formen für ein paar Minuten auf dich wirken. Dein Darm wird es dir danken, aber natürlich erst nach dem Video. Bevor wir ins heutige Thema eintauchen, möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Drücke gerne auf Abo oder Like, wenn dir unser Kanal gefällt. Es kostet dich nichts, aber bedeutet die Welt für mich. So kann ich weiterhin Videos machen, die dich unterstützen und Mut geben. Ein gereizter Darm wird stark von unserer seelischen Verfassung beeinflusst. Stress, Ängste oder innere Anspannung können direkt auf den Verdauungstrakt schlagen und Beschwerden verschlimmern. Studien zufolge leiden bis zu 60% der Menschen mit Reizdarmsyndrom auch an Angststörungen oder Depressionen. Und psychischer Stress kann über die Stressachsen, zum Beispiel über die HPA-Achse im Körper, Reizdarmsymptome spürbar verstärken. HPA steht dabei für Hypothalamus im Gehirn, Hypophyse, das ist die Gehirnanhangsdrüse, und das A steht für die Nebennierenrinde. Der Reizdarm wird daher als stresssensibles Leiden angesehen und eine wirksame Behandlung sollte gezielt bei der Stressbewältigung und emotionalen Balance ansetzen. Das heißt, du selbst hast einiges in der Hand, um deine Nerven im Bauch zu beruhigen. Hier kommt die emotionale und mentale Selbstregulation ins Spiel, also Techniken, mit denen du deine eigenen Gefühle, Gedanken und körperlichen Reaktionen positiv beeinflussen kannst. Der Reizdarm äußert sich häufig als Teufelskreis. Die Symptome verursachen Stress und Angst und dieser Stress verstärkt wiederum die Symptome. Genau hier setzt die Selbsthilfe an. Durch gezielte mentale Übungen lernst du aus diesem Kreislauf auszubrechen. Wenn es dir gelingt, ruhiger mit den Beschwerden umzugehen, signalisierst du deinem Darm, alles ist okay, du kannst dich entspannen. Die Folge, Krämpfe, Schmerzen, Unwohlsein lassen nach, weil der Darm nicht mehr ständig im Alarmzustand ist. Medizinische Fachliteratur betont,
dass eine Reduktion von Stress und negativer Erregung zu einer messbaren Linderung der RDS-Symptome führen kann. Mit anderen Worten, indem du deinen Geist beruhigst, beruhigst du auch deinen Bauch. Welche Techniken der emotionalen, mentalen Selbstregulation gibt es nun zur Selbsthilfe? Im Folgenden einige erprobte Ansätze, die du selbst ausprobieren kannst. Erstens, Achtsamkeitsmeditation. Regelmäßige Meditation oder Achtsamkeitsübungen lehren dich, Gedanken und Gefühle kommen und auch wieder gehen zu lassen, ohne dich darin zu verstricken. Das reduziert Grübeln und Anspannung. Studien zeigen, dass achtsamkeitsbasierte Programme RDS-Beschwerden lindern können. Die beruhigende Wirkung kommt unter anderem dadurch zustande, dass Meditation die Stressreaktion des Körpers dämpft. Der Sympathikus, für Kampf oder Flucht zuständig, wird gebremst und die Ausschüttung von Stresshormonen nimmt ab. Dadurch können sich Darm und Gehirn gleichermaßen entspannen. Zweitens, Atemübungen und Entspannungstechniken. Tiefenatmung, zwerchfellbetontes Atmen oder Atemzählübungen, zum Beispiel 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Die aktivieren den parasympathischen Ruhenerv. Das hatten wir in den vorherigen Videos schon angesprochen. Drittens, progressive Muskelentspannung, abgekürzt PME. PME oder autogenes Training wirken ähnlich wie Atemübungen. Durch systematisches Entspannen der Muskeln senkst du den allgemeinen Spannungspegel im Körper. Viele Betroffene berichten, dass sich damit auch Darmkrämpfe lösen können, da der ganze Organismus in einen ruhigeren Modus schaltet. Viertens, Visualisierung und innere Bilder. Die Kraft der Vorstellung kann erstaunlich viel bewirken. Bei der speziell auf den Darm fokussierten Hypnotherapie nutzen Therapeutinnen und Therapeuten zum Beispiel geführte innere Bilder, um den Verdauungstrakt zu beruhigen. Typischerweise wird der Patient erst in eine tiefe Entspannung versetzt und stellt sich dann wohltuende Szenen oder Gefühle im Bauch vor. Diese Methode hat in Studien beeindruckende Erfolge. Über 70% der behandelten RDS-Patienten profitieren signifikant von einer solchen Hypnosebehandlung. Das zeigt, wie machtvoll Entspannung und innere Bilder auf den Darm wirken. Du kannst ähnliche Effekte auch selbst erreichen, zum Beispiel indem du unsere geführten Fraktal-Kaleidoskop-Video-Visualisierungen nutzt, die ich vorhin schon erwähnt habe. Oder auch andere Entspannungsvideos oder Audioaufnahmen. Schließ die Augen und visualisiere zum Beispiel deinen Darm als einen ruhigen, glatten Fluss oder einen entspannten, warmen Ort. Wichtig ist, dass du Bilder wählst, die dir persönlich Sicherheit und Ruhe vermitteln. 5. Kognitive Techniken und Gedankenmanagement. Ein weiterer Ansatz der Selbstregulation ist, an den eigenen Gedankenmustern zu arbeiten. Viele mit Reizdarm kennen zum Beispiel das Kopfkino, was, wenn ich unterwegs plötzlich dringend zur Toilette muss. Solche Gedanken lösen natürlich Angst und Stress aus. Mit Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie, abgekürzt KVT, kannst du lernen, diese automatischen Negativgedanken umzudeuten. Frag dich zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist das wirklich? Oder was wäre das Schlimmste und wie würde ich damit klarkommen? Oft stellt man fest, dass man mehr Kontrolle hat, als man denkt. Einige Betroffene führen auch Tagebuch über Symptome, Auslöser und ihre Stimmung. Das schafft Bewusstsein für Zusammenhänge. Zum Beispiel an Arbeitstagen ist mein Bauch viel unruhiger und ermöglicht gezielte Änderungen. Wenn du merkst, bestimmte Situationen stressen dich jedes Mal, kannst du im Vorfeld Entspannungstechniken anwenden oder Plan B bereithalten, zum Beispiel den Standort von Toiletten kennen, um die Angst zu entschärfen. 6. Gefühlsmanagement und soziale Unterstützung. Emotionale Selbsthilfe bedeutet auch, Gefühle bewusst wahrzunehmen und gesund auszuleben.
Reizdarmpatienten neigen manchmal dazu, Frust oder Angst hinunterzuschlucken, was sich dann buchstäblich wieder im Bauch meldet. Übe dich darin, Emotionen rechtzeitig zu erkennen. Bin ich gerade wütend, traurig, überfordert? Erlaub dir diese Gefühle zum Beispiel durch Gespräche, durch Schreiben oder kreative Tätigkeiten abzubauen. Sprich mit vertrauten Menschen über deine Belastungen. Allein das Teilen von Kummer kann inneren Druck lindern. Scheue dich auch nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Coach oder Therapeut kann dir weitere Tools zeigen, wie du seelische Belastungen reduzierst. Je stabiler deine mentale und emotionale Gesundheit, desto stabiler reagiert meist auch dein Darm. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Selbsthilfe beim Reizdarm auf 2 Ebenen wirkt: außen und innen. Äußerlich kannst du durch passende Ernährung, ausreichend Bewegung, einen geregelten Lebensstil viel beitragen. Diese Aspekte haben wir in den vorherigen Teilen behandelt. Doch ebenso wichtig ist die innere Arbeit, also Stress abzubauen, emotionales Gleichgewicht zu finden und dem Körper zu signalisieren, dass keine ständige Alarmbereitschaft nötig ist. Indem du diese Selbstregulationstechniken in deinen Alltag einbaust, übernimmst du die Zügel zurück. Du wirst praktisch vom Opfer deiner Verdauung zum aktiven Gestalter deines Wohlbefindens. Du erinnerst dich noch an Julia, die wir schon in den vorherigen 3 Videos als Beispiel für eine Reizdarmpatientin gezeigt haben. Zum Abschluss dieser Videoreihe schauen wir uns die Geschichte von Julia an, ein ermutigendes Beispiel dafür, wie wirksam emotionale Selbsthilfe sein kann. Julia ist heute 34 Jahre alt und litt seit ihrem 22. Lebensjahr unter einem hartnäckigen Reizdarmsyndrom. Tägliche Bauchkrämpfe, Durchfälle und das ständige Unwohlsein schränkten sie extrem ein. Morgens traute sie sich oft kaum aus dem Haus, immer in Sorge, wo die nächste Toilette wäre. So wurden Einladungen zum Essen, Ausflüge oder längere Meetings für sie zum Albtraum. Die Lebensqualität von Julia war massiv beeinträchtigt. Spontan mal ins Kino oder auf Reisen zu gehen, für sie undenkbar. So groß war die Angst vor einem RDS-Schub unterwegs. Julia hatte natürlich viel ausprobiert. Diverse Diäten, Low FODMAP, Probiotika und Medikamente gegen Krämpfe. Einiges half kurzfristig, doch der Durchbruch blieb aus, bis sie begann, den psychischen Aspekt ihres Reizdarms ernst zu nehmen. Ausgelöst über einen Tipp ihrer Ärztin informierte sie sich über die Darm-Hirn-Verbindung und wie Stress ins Spiel kommt. Julia erkannte sich sofort wieder. Ja, sie war ein sehr stressanfälliger Mensch, perfektionistisch im Job und dazu jemand, der Ängste eher in sich hineinfraß. Ihr Bauch rebellierte also nicht grundlos, sondern reagierte auf ihre innere Anspannung. Diese Einsicht war für Julia der Wendepunkt. Nach und nach baute sie nun Selbstregulationstechniken in ihren Alltag ein. Jeden Morgen startete sie den Tag mit 10 Minuten Achtsamkeitsmeditation. Noch im Bett liegend konzentrierte sie sich auf ihren Atem, anstatt sofort ans Tagwerk zu denken. Wenn im Büro der Stress hochkochte, machte sie bewusst eine kurze Atempause. Ein paar tiefe Atemzüge am offenen Fenster, um wieder runterzukommen. Abends führte Julia ein kleines Journal, in das sie ihre Sorgen und Grübeleien aufschrieb, anstatt sie mit ins Bett zu nehmen. Dadurch schlief sie ruhiger, was wiederum ihrem Darm half, sich über Nacht zu erholen. Ein besonderes Hilfsmittel war für Julia das bereits erwähnte Fraktal-Kaleidoskop-Video, das sich vor der Veröffentlichung mit ihr testete. Anfangs war sie skeptisch, denn wie sollte denn ein buntes Mustergewusel wirklich beim Bauchweh helfen? Doch sie ließ sich darauf ein. In akuten Momenten, wenn der Darm wieder Alarm schlug, setzte sie sich Kopfhörer auf, legte sich bequem hin und folgte den sanft wechselnden Kaleidoskopbildern auf ihrem Handy. Dabei stellte sie sich vor, wie die Bewegungen der Farben ihren verkrampften Darm massieren und beruhigen.
Nach etwa 15 Minuten fühlte sie sich merklich entspannter und oft verschwanden die heftigsten Krämpfe tatsächlich. Dieses Ritual wurde zu Julias Geheimwaffe. Es half ihr nicht nur im Akutfall, sondern lehrte sie generell, dass sie aktive Kontrolle über ihren Körper ausüben kann. Die Angst vor den Symptomen nahm ab, weil Julia nun Tools kannte, um gegenzusteuern. Heute geht es Julia deutlich besser. Ihr Reizdarm ist zwar nicht magisch geheilt, ab und zu hat sie noch einen unruhigen Tag, aber er bestimmt nicht mehr ihr Leben. Julia kann wieder unbeschwert Freunde treffen, Ausflüge machen und ihren Hobbys nachgehen. Wenn doch mal Stress aufkommt, hat sie ihr Handwerkszeug parat. Sie beschreibt es so: Früher hatte ich das Gefühl, meinem Bauch völlig ausgeliefert zu sein. Jetzt habe ich ein Sicherheitsnetz. Ich weiß, was ich tun kann, damit es mir besser geht, und dieses Wissen allein nimmt mir schon die Hälfte der Angst. Ihr Körper meldet sich zwar noch, aber Julia kann die Signale verstehen und darauf eingehen, ohne dass ihr ganzes Leben aus der Bahn geworfen wird. Emotional-mentale Selbstregulation ist ein zentraler Baustein, um mit Reizdarm besser zu leben. Der Darm und das Gehirn kommunizieren ständig, und indem du für seelisches Gleichgewicht sorgst, schaffst du auch im Bauch ein harmonisches Milieu. Das Fraktal-Kaleidoskop-Video sowie die genannten Techniken können dich auf diesem Weg begleiten. Sie ersetzen zwar keine ärztliche Therapie, aber sie verstärken deine eigene Wirksamkeit. Vielleicht hast du heute gespürt, dass es Wege gibt, wie du mit deinem Körper in einen neuen Dialog treten kannst. Reizdarm ist kein Zeichen von Schwäche, sondern oft das Ergebnis eines hochsensiblen Systems, das sehr genau spürt, wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät. Wenn du lernst, dich selber besser zu regulieren, liebevoller mit dir umzugehen und deine innere Sicherheit zu stärken, dann verändert sich oft mehr, als du denkst. Wie in den anderen 3 Teilen möchte ich auch dieses Video mit einem Bilderwitz abschließen. Dieses Mal aber in einer positiven Variante. Danke, dass du an dieser 4-teiligen Reise teilgenommen hast. Wenn dir diese Reihe geholfen hat, lass es uns gerne in den Kommentaren wissen oder gib sie an jemanden, der sie vielleicht gerade gut brauchen kann. Und vergiss nicht, dein Darm ist zwar manchmal launisch, aber mit ein bisschen Zuwendung wird er zum besten Reisebegleiter, den du dir wünschen kannst. Auch wenn er manchmal noch ein bisschen grummelt.